Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recht vertieft. Heute mit einem Newsbeitrag aus dem Strafrecht zur Freiheitsberaubung. Im Rahmen seines Urteils vom 8. Juni 2022 hat sich der BGH mit zwei klausurrelevanten Fragen auseinandergesetzt. Erstens der Frage, ob von § 239 Absatz 1 StGB auch die potenzielle Bewegungsfreiheit geschützt wird, ein Klausurklassiker, und zweitens der Frage, ob eine durch List bzw. Täuschung erlangte tatbestandsausschließende Einverständnis den objektiven Tatbestand ausschließt. Im Rahmen dieser Folge werfen wir einen Blick darauf, was passiert ist, wie der BGH entschied und was du für deine nächste Strafrechtsklausur mitnehmen musst. Angeklagt vor dem Landgericht sind A, B und C, allesamt nahe Familienmitglieder des Opfers, und der D, ein Freund der Familie. Zusammen beschlossen sie Folgendes: Um die O aus der Schusslinie zu nehmen und sie zu einer den tschetschenischen Traditionen entsprechenden Lebensführung zu bringen, soll O von Berlin über Georgien nach Tschetschenien reisen und dort mit einem Mann, nennen wir ihn U für unbekannt, verheiratet werden. A, B, C und D ist jedoch bewusst, dass O hierzu niemals einwilligen würde und die Reise freiwillig nicht antreten würde. Aus diesem Grund spielen sie ihr vor, dass sie nach Polen muss, um persönlich einen russischen Pass zu beantragen, und das glaubt die O auch. Wie geplant wird die O daher von ihrer Wohnung abgeholt und zu einem Flughafen in K gebracht. Während der Fahrt sitzt sie zwischen zwei der Beklagten auf der hinteren Bank. Während kurzer Rast- und Tankpausen muss sie immer in der Nähe des Kraftfahrzeugs bleiben und wird von den Angeklagten im Auge behalten. Dies gilt auch für die Anwesenheit am Flughafen. Für den Fall, dass O das Ziel der tatsächlichen Reise erkennt und fliehen möchte oder Dritte um Hilfe bitten möchte, sind die Angeklagten bereit, sie mit Gewalt hieran zu hindern. Doch dazu kommt es nicht. Erst nach der Landung in Georgien merkt O, wo sie sich befindet. Aufgrund dieser Taten wurden die Angeklagten vom Landgericht Berlin wegen Freiheitsberaubung zu Haftstrafen zwischen 6 Monaten und einem Jahr verurteilt. Der BGH beschäftigte sich am 8. Juni 2022 mit der Revision, in der geltend gemacht wurde, dass O nicht durchgehend, insbesondere nicht während der Rastpausen und am Flughafen, ihrer Freiheit beraubt wurde. Es ging jedoch auch um die Verurteilung wegen der hierauf folgenden Taten, darunter schwerer Körperverletzung, der Verabredung zum Verbrechen einer schweren Freiheitsberaubung und weitere Delikte. Im Rahmen dieser Folge und auch des begleitenden Artikels auf unserer Seite www.recht-vertieft.de soll es jedoch nur um diesen Tatkomplex gehen. In § 239 Absatz 1 StGB heißt es: Wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Die Freiheitsberaubung kann in 5 Schritten geprüft werden. Im ersten und größten Schritt der Tatbestandsmäßigkeit ist zwischen dem objektiven und dem subjektiven Tatbestand zu unterscheiden. Der objektive Tatbestand erfordert zunächst einen Menschen als Tatopfer. An dieser Stelle kann die Frage relevant werden, ob es sich bereits um einen Menschen handelt, hierbei O unproblematisch, und auch zu diskutieren sein, ob ein anderer Mensch vorliegt, insbesondere im Fall von Mittäterschaft sowie Beihilfe, da die Freiheitsberaubung ein Dauerdelikt ist. Doch auch dies ist unproblematisch, sodass ein taugliches Tatopfer vorliegt. Als Tathandlung kommen bei der Freiheitsberaubung 2 Tathandlungen in Betracht. Einerseits ein Eingriff in die Bewegungsfreiheit durch Einsperren oder auf sonstige Weise. Hier müssen 2 oder eher 1,5 Definitionen bekannt sein. Einsperren ist das Verhindern des Verlassens eines umschlossenen Raumes durch äußere, nicht notwendig unüberwindbare Vorrichtungen. Ein Eingriff in die Bewegungsfreiheit auf sonstige Weise liegt in jedem Tun oder Unterlassen,
durch welches das Opfer unter vollständiger Aufhebung seiner Fortbewegungsfreiheit daran gehindert wird, seinen Aufenthaltsort zu verlassen. Beispiele hierfür sind das Fesseln, Festhalten, Einkesseln oder Betäuben des Opfers. Wie gesehen kann auch ein Unterlassungsdelikt vorliegen. Durch beide Tatmodalitäten muss das Opfer seiner Fortbewegungsfreiheit beraubt sein. Hierbei gibt es Besonderheiten zu beachten, auf die ich kurz eingehen will. Grundsätzlich spielt es keine Rolle, ob der Täter sich mit dem Opfer einsperrt oder das Opfer alleine ist. So begeht ein Geiselnehmer eine Freiheitsberaubung beispielsweise gegen die an seiner Seite gefesselten Bankkunden und Mitarbeiter, aber auch gegen das Sicherheitspersonal, das er im Kontrollraum eingesperrt hat. Der Bereich der Freiheitsberaubung kann eng, beispielsweise ein Stuhl, eine Besenkammer oder ein ganzer Raum, oder weit sein, beispielsweise ein Gebäude, Gebäudekomplex oder Grundstück. Es kann jedoch nicht beliebig weit sein, sodass jemand, der daran gehindert wird, ein Land zu verlassen, hier der Freistaat Bayern als Beispiel, nicht Opfer einer Freiheitsberaubung ist. Eine Freiheitsberaubung ist auch in einem beweglichen Bereich möglich, insbesondere kann die Bewegungsfreiheit durch eine hohe Geschwindigkeit somit in sonstiger Weise eingeschränkt werden. Die herrschende Meinung lässt auch genügen und bejaht ein Einsperren, wenn das Opfer trotz unverschlossenem Ausgang diesen nicht kennt oder nicht weiß, wie es den Ausgang entsperrt. Dies könnte beispielsweise ein Code zum Entsperren der Tür sein oder ein geheimer Ausgang, den zumindest das Opfer nicht kennt. Wird der bereits beschränkte Bewegungsraum weiter eingeschränkt, liegt ebenfalls eine Freiheitsberaubung vor. Aus diesem Grund begeht der Täter eines Wohnungseinbruchsdiebstahls, der die Bewohner der verschlossenen Wohnung, einem beschränkten Bewegungsraum, zum Beispiel in das Schlafzimmer einsperrt, auch eine Freiheitsberaubung. Ein Aussperren dahingegen ist grundsätzlich keine Freiheitsberaubung. Dies gilt jedoch nicht, wenn das Aussperren sogleich ein Einsperren ist. Wird beispielsweise das Opfer aus einem Gebäude ausgesperrt und landet hierdurch in einem Garten, der abgesehen von der abgeschlossenen Tür von Hochspannungszäunen umgeben ist, dann ist das Opfer zugleich eingesperrt. Wird die Ausübung der Bewegungsfreiheit erschwert, liegt nur dann eine Freiheitsberaubung vor, wenn die Überwindung hiervon unzumutbar gefährlich ist. Klassische Filmbeispiele sind eine Insel umgeben von Haien, ein Becken voller Piranhas, wobei zum Beispiel auch der Sprung aus dem Fenster von einem höheren Stockwerk unzumutbar gefährlich sein kann. Mentale Schranken sind nur im Falle einer Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben ausreichend. Ein Klassiker ist hierbei der Nacktbadefall, in welchem das Opfer durch die Entwendung der Bekleidung, beispielsweise in einem See, in Anführungszeichen, eingesperrt wird. Jedoch ist die mentale Schranke des nackten Verlassens des, in diesem Fall Sees, mangels gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben nicht ausreichend, um den objektiven Tatbestand der Freiheitsberaubung zu erfüllen. Besonders hilfreich finde ich hier die Faustformel von Professor Dr. Armin Engländer, wonach § 239 StGB das Weg von einem Ort schützt, nicht jedoch das Hinzu oder das Bleiben an einem Ort. Vergleichen wir jedoch unseren Sachverhalt mit diesen Grundlagen, fällt auf, dass O mangels Wissen über das echte Ziel der Reise sich gar nicht woanders hin fortbewegen möchte. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob § 239 StGB auch die potenzielle Bewegungsfreiheit schützt, und dieser Streit ist ein Klassiker, dem sich auch der BGH in seinem Urteil widmet. Wir können drei wichtige Meinungen unterscheiden: die Aktualitätslösung, Potentialitätstheorie und die vermittelnde Aktualisierbarkeitstheorie. Die Aktualitätslösung vertritt ausschließlich den Schutz der Fortbewegungsfreiheit. Begründet wird dies damit, dass ohne einen aktuellen Fortbewegungswillen keine Freiheit verletzt wird, sondern dies nur versucht wird. Aus diesem Grund ergibt sich nach der Aktualitätslösung eine Strafbarkeit der versuchten Freiheitsberaubung, geregelt in § 239 Absatz 2 StGB.
Seitdem im Rahmen des 6. Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom Januar 1998 die Strafbarkeit der versuchten Freiheitsberaubung eingeführt wurde, wird dies auch von mehr Stimmen in der Literatur vertreten und zudem damit begründet, dass es nicht mehr gerechtfertigt sei, den Vollendungszeitpunkt vorzuverlegen. Dennoch handelt es sich weiterhin um eine Minderheit. Der BGH und auch Teile der Literatur verfolgen die Potentialitätstheorie. Nach dieser wird auch der potenzielle Fortbewegungswille geschützt. Hierfür liefert der BGH im aktuellen Fall mehrere Begründungen, basierend auf dem Wortlaut der Norm, dem Sinn in Form eines umfassenden Schutzes und auch systematische Erwägungen. Zunächst geht der BGH auf den Wortlaut der Norm ein und führt aus: Für die hierfür maßgebliche Bestimmung des geschützten Rechtsguts, also die Potentialitätstheorie, spricht der Wortlaut der Norm. Seiner Bewegungsfreiheit ist objektiv betrachtet derjenige beraubt, der sich aufgrund des Verhaltens eines Dritten nicht wegbewegen kann, wenn er dies wollte. Eine als Zwang empfundene Willensbeugung wohnt dem Begriff der Freiheitsberaubung in objektiver Hinsicht nicht inne. Opfer einer Freiheitsberaubung kann demnach nicht nur derjenige sein, der gegen seinen aktuellen Willen zu einem Verbleiben an einem Ort bestimmt wird. Neben dem Wortlaut sprechen nach Ansicht des BGH auch systematische Erwägungen für den Schutz der potenziellen Bewegungsfreiheit. Hierzu schreibt der BGH: Mit dem hohen Gut der persönlichen Bewegungsfreiheit, das durch die Einführung der Versuchsstrafbarkeit noch an Gewicht gewonnen hat, wäre es nicht in Einklang zu bringen, die Freiheitsberaubung als einen bloßen Spezialfall der milder sanktionierten Nötigung zu behandeln. Sie ist vielmehr ein eigenständiges Delikt mit eigenen Voraussetzungen, das den Einzelnen umfassend vor der Entziehung seiner Fortbewegungsfreiheit schützen soll. Die Straftat der Freiheitsberaubung, § 239 StGB, wiegt nach dem in den jeweiligen Strafrahmen zum Ausdruck kommenden Willen des Gesetzgebers schwerer als die Nötigung, § 240 StGB, und steht im Strafgesetzbuch vor ihm. Mit der Einordnung als bloßen Spezialfall des § 240 StGB ließe sich dies kaum vereinbaren. Der Potentialitätstheorie folgend fährt der BGH mit der Prüfung wegen vollendeter Tat und nicht versuchter Freiheitsberaubung fort. Ebenfalls eine Mindermeinung ist die Aktualisierbarkeitstheorie. Nach dieser wird die potenzielle Fortbewegungsfreiheit geschützt, sofern die Möglichkeit der Fortbewegung besteht bzw. bestehen kann. Begründet wird dies damit, dass schlafende und bewusstlose Personen nicht schutzwürdig sind, sofern ihr Erwachen ausgeschlossen ist. Praktisch ist das jedoch selten der Fall. Kehren wir zurück zum Täter eines Wohnungseinbruchsdiebstahls und stellen uns vor, dass dieser weiterhin einfach nur die Schlafzimmertür der Opfer zusperrt. Ergibt die Aktualisierbarkeitstheorie keinen Unterschied zur Potentialitätstheorie, da die Opfer jederzeit aufwachen können und daher nach beiden Theorien die potenzielle Fortbewegungsfreiheit geschützt wäre. Damit sich hieran etwas ändert, müsste der Täter sicherstellen, dass keine Möglichkeit besteht, dass die Opfer aufwachen, beispielsweise durch die Nutzung eines entsprechenden Gases. Doch weshalb würde er dann noch die Tür verschließen, wenn niemand ohnehin aufwachen könnte? Für die Klausur empfiehlt es sich grundsätzlich der Potentialitätstheorie zu folgen. Meistens führt die Aktualisierbarkeitstheorie zu keinem abweichenden Ergebnis, sodass nur gegen die Aktualitätslösung argumentiert werden muss. Wie das geht, hat der BGH vorhin gezeigt. Die Zitate kannst du auf unserer Webseite nachlesen. Auch klausurtaktisch empfiehlt es sich der Potentialitätstheorie zu folgen, da mit der Aktualitätslösung sonst die Prüfung des Versuchs erforderlich ist. Vor allem, wenn keine näheren Informationen über den Tatentschluss vorliegen, weil die Klausur nicht hierfür konzipiert ist, macht man sich die Prüfung der Freiheitsberaubung deutlich schwieriger als erforderlich und notwendig. Der Potentialitätstheorie folgend stellt sich nun die Frage, ob O ihrer potenziellen Fortbewegungsfreiheit beraubt ist. Hierfür müssen wir den Sachverhalt in den verschiedenen Etappen der Reise aufteilen und getrennt beurteilen. Die Etappen sind zunächst die Autofahrt, dann die Rast- und Tankpausen,
die Zeiten am Flughafen und zuletzt der Flug. Während der Autofahrt saß O hinten auf dem Rücksitz zwischen den Angeklagten. Zudem war das Auto in Bewegung, sodass zumindest deswegen die Ausübung der Fortbewegungsfreiheit unzumutbar gefährlich war und eine Freiheitsberaubung vorliegt. Während der Rast- und Trinkpausen musste O immer in der Nähe des Fahrzeugs bleiben. Hier und auch am Flughafen wurde sie von den Angeklagten beobachtet. Wäre sie geflohen oder hätte sie Dritte um Hilfe gebeten, hätten die Angeklagten sie auch unter Gewaltanwendung hiervon aufgehalten, sodass auch hier eine Freiheitsberaubung vorliegt. Dies hatte auch die Vorinstanz, das Landgericht Berlin, so gesehen. Und hiergegen richtete sich die Revision, war jedoch letztendlich ohne Erfolg. Die Freiheitsberaubung während dem Flug ist offensichtlich, sodass O von Antritt der Autofahrt bis zur Landung in ihrer potenziellen Bewegungsfreiheit beraubt war. Bisher haben wir jedoch noch nicht berücksichtigt, dass O aufgrund des irrig angenommenen Ziels der Reise in diese eingewilligt hat. Durch diese tatbestandsausschließende Einwilligung wäre bereits der objektive Tatbestand nicht erfüllt. Da jedoch vorliegend die Einwilligung durch List bzw. Täuschung erlangt wurde, ist der objektive Tatbestand erfüllt, sodass wir mit der Prüfung der Freiheitsberaubung fortfahren und uns dem subjektiven Tatbestand zuwenden können. Und dieser ist absolut unproblematisch. Der BGH stellt fest, insbesondere wussten die Angeklagten, dass die Geschädigte sich jedenfalls bei der Autofahrt nicht entfernen konnte und sich nur aufgrund der Täuschung der Reise nicht widersetzte. Im Schema der Freiheitsberaubung geht es weiter mit der Rechtswidrigkeit und Schuld, die wir mangels Probleme zusammen und in einem Satz abarbeiten können. Hierauf folgen 3 Qualifikationen, die auf keinen Fall übersehen werden sollten. Nach der Qualifikation des § 239 Absatz 3 Nummer 1 StGB erhöht sich die Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 10 Jahre, wenn das Opfer länger als eine Woche der Freiheit beraubt wird. Hier nicht der Fall. Dies gilt nach der Erfolgsqualifikation des § 239 Absatz 3 Nummer 2, wenn aus während der Tat begangenen Handlungen eine schwere Gesundheitsschädigung resultiert. Auch das liegt nicht vor. Kommt es zum Tod des Opfers, erhöht sich das Strafmaß nach § 239 Absatz 4 StGB auf mindestens 3 Jahre. Im Rahmen der Strafzumessung nicht zu vergessen ist schließlich noch § 239 Absatz 5 StGB für den minderschweren Fall. Diese ist jedoch vorliegend wie auch die Qualifikationen nicht relevant, sodass wir hiermit am Ende der Prüfung angekommen sind und feststellen können, dass sich alle Angeklagten der Freiheitsberaubung nach § 239 Absatz 1 StGB in Mittäterschaft strafbar gemacht haben, sodass im Ergebnis die Revision der Angeklagten keinen Erfolg hat. Ich hoffe, dir hat diese Folge recht vertieft gefallen und du konntest viel mitnehmen, dein Wissen zur Freiheitsberaubung auffrischen und vertiefen. Die vorangegangenen Übersichten und Zitate findest du mit einem begleitenden Artikel, der auf die wichtigsten Punkte eingeht, auf unserer Seite. Dort kannst du dich mit anderen austauschen und findest weitere Videos und Artikel. Den Link hierzu und auch zu dem Urteil des BGH findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Recht vertieft.